Da hinten eben irgendwo vor 500 Metern. Oh, bin ich dreckig. Habe ich mich auf die Fresse gelegt. Während ich gefilmt habe. Und die Kamera ist mir aus der Hand geflogen. Und ja, ihr ahnt es, in den Fluss rein. Das ganze Videomaterial ist weg. In Tadschikistan ist leider alles weg. Und die Kamera ist weg, was auch nicht so geil ist. Aber naja, mir geht's halbwegs gut. Ein paar Kratzer, die schon ein bisschen wehtun. Naja. Halt auf dieser Kamera haben wir noch ein bisschen was. Mal gucken, was das wird. Viel Spaß weiterhin. Im Sommer 2017 führte unsere Reise von Kirgisistan nach Tadschikistan. Dafür mussten wir zuerst allerdings den Kizil-Art-Pass bezwingen. Dieser bildet die Grenze zwischen Kirgisistan und Tadschikistan und wir sind dabei fast an unsere körperlichen Grenzen gestoßen. Nach etlichen Stunden haben wir es jedoch geschafft und wir standen auf 4200 Höhenmetern an der Grenze zu Tadschikistan. Der Pamir Highway lag vor uns. Ein unglaubliches Abenteuer sollte beginnen. Hallo zusammen! Wir sind in Tadschikistan! Auf dem Pamir Highway. Wir sind jetzt 10 Kilometer oder so hinter der Grenze, hinter Kirgisistan. War ganz schön anstrengend gestern. Echt, ziemlich abgefahren. Der Pass war auf 4200 Meter Höhe. Ja, das war irgendwie körperlich unerwartet, schon anstrengend. Ziemlich anstrengend, ja. Und heute haben wir noch einen kleinen Pass vor uns und dann geht es in die nächste Stadt nach Karakol. Genau, also wir sind jetzt auf ungefähr 3900 Höhenmetern. Hier haben wir unser Zelt aufgebaut, haben die Nacht verbracht, war gut, wir konnten gut schlafen, also Höhe war jetzt kein Problem. Es war ganz schön kalt heute Nacht, also wir hatten echt alle Schichten an, nicht aufs Thermometer geguckt, aber es war auf jeden Fall Minus, oder? Ich glaube, das war auch so ein bisschen von diesem ganzen Anstrengungen und Überforderungen und ich fand es nicht so kalt. Ja, vielleicht auch das. Ich fand es ganz schön kalt. Aber naja, wir packen jetzt unseren Kram zusammen und dann geht's weiter. Eine kleine Pause am Karakolsee. Sieht echt richtig schön aus. Boah. Hammer. Da hinten ist noch die Stadt. Die Stadt, das Dorf. Karakol. Was für eine Kulisse.
Das ist unser Campingspot für heute. Ziemlich geil. Hammer-Ausblicke. Sind auf 4000 Metern jetzt. Boah. Mitten in der Wildnis. Hallo. Guten Morgen. Also wir sind jetzt unterwegs zum nächsten Pass. Zum Ok-Bardal-Pass. Der wird auf 4655 Metern sein. Sind von hier jetzt noch ungefähr 25 Kilometer. Bei 20 davon wahrscheinlich wieder Schotterpiste sein werden. Mal gucken, wie es wird. Wird auf jeden Fall vorerst erstmal der höchste Pass sein, den wir befahren werden. Also hier in Zentralasien auf jeden Fall. Es wird der höchste Pass bleiben. Wir sind jetzt auf ungefähr 4100 oder sowas. Also 500 Meter geht es auch noch hoch. Schauen wir mal, wie es wird. Genau. Wasserressourcen sind abgefüllt. Am Pass oben soll noch frisches Quellwasser sein. Deswegen für Aufstieg haben wir jetzt genug. Da vorne sieht man schon den Pass. Noch 2,5 Kilometer und dann haben wir das geschafft. Boah. Hammer. Sind jetzt 400 Höhenmeter runtergefahren. Geht deutlich besser jetzt. Also Kopfschmerzen sind tatsächlich echt fast weg, muss man sagen. Ziemlich krass. Boah, das war ganz schön anstrengend. Da sind wir echt fast an unsere Grenzen gegangen. Körperlich zum einen, aber auch psychisch. Boah, denkst du echt wirklich so, es sind noch 2 Kilometer irgendwie und dann brauchst du trotzdem irgendwie noch eine Stunde oder sowas. Boah, es war echt ziemlich heftig. Und dann sind wir oben. Oben. Dann treffen wir dann einen Typen auf dem Fahrrad, den wir in Israel schon getroffen haben. In Haifa, als wir Olgas Oma besucht haben. Die haben da irgendwie mit einer Gruppe damals auch in Israel eine Radtour gemacht. Und jetzt sind wir hier in Pamir unterwegs und genau auf der Spitze treffen wir uns auf dem Pass. Es ist unglaublich. Sowas abgefahren ist echt crazy. Also, genau, wir fahren jetzt weiter bergab. Es geht jetzt bis in die nächste Stadt, Murghab. Die ganze Zeit bergab, das sind jetzt noch ungefähr 60 Kilometer oder sowas. Das werden wir nicht heute machen. Wir werden jetzt irgendwie so weit bergab fahren, wie es irgendwie geht und dann morgen in die Stadt rein. Hallo, wir sind in Murghab angekommen. Olga ist jetzt gerade unterwegs. Einmal hier die 2 Banken auschecken, ob wir da entweder Geld abheben können oder sonst Geld wechseln können. Danach müssen wir zur Polizeistation Olga registrieren, weil sie einen russischen Pass hat. Muss man sich hier irgendwie innerhalb von 3 Tagen registrieren.
Und danach machen wir uns noch auf die Suche nach einer SIM-Karte, damit wir vielleicht irgendwie ein bisschen Internet haben. Und dann gehen wir noch ein bisschen einkaufen für die nächsten Tage, weil wir dann ein bisschen in die Wildnis fahren. Zeige ich euch gleich nochmal auf der Karte. Okay, hier gab es noch Geld. Konnte wechseln und jetzt haben wir Geld. Aber das kirgisische Geld wechseln die hier nicht zurück. Registrierung haben wir und jetzt haben wir noch uns eine zweite Permit geholt für den Sorkul Nationalpark. Sehr gut. Und hier dürfen wir selbst reinschreiben, wann wir reinfahren, wann wir rausfahren. Achso, aber 2 Tage steht da schon Genau. irgendwie oder was? Ah, okay. Gut, sehr schön. Dann jetzt noch unsere Karten ausdrucken und dann zum Markt einkaufen. So, hier ist der Bazar. Das ist so ein Container-Bazar. Also alles so Schiffscontainer, wo sie dann ihr Zeug verkaufen. Olga ist jetzt gerade hier in dem hier, versucht eine SIM-Karte zu kaufen. So sieht das aus. Ein Kilo Buchweizen und 1 Kilo Linsen. Sehr gut. Kommen wir irgendwie durch. Was haben wir noch? Noch Knoblauch, Hilver, Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne und noch ein bisschen Helber. Sehr gut. Guten Abend. Also das Zelt steht schon, wie ihr seht. Olga fängt jetzt ein bisschen an zu kochen. Und ich wollte euch noch mal ein bisschen hier die Karte zeigen. Hier haben wir Tadschikistan. Hier ist Duschanbe, die Hauptstadt. Hier ist Osch. Da sind wir vor einer Woche losgefahren. Sind hier die Straße rüber. Hier haben wir die Grenze überquert zu Tadschikistan. Über den Kyzyl-Art-Pass. Dann sind wir am Karakulsee entlang gefahren. Hier über den Ok-Baital-Pass, 4655 Meter. Das war gestern. Und heute sind wir nach Murgab gefahren. Die normale Route ist jetzt eigentlich, dass man hier quasi der Roten Straße folgt, dem Pamir Highway und hier dann weiter nach Duschanbe fährt. Optional kann man hier auch noch übers Vakantal, was wir auch machen werden. Aber wir sind jetzt von Murgab hier die gelbe Straße gefahren Richtung chinesische Grenze. Wir sind jetzt ungefähr hier und wir werden morgen dann und die nächsten Tage im Allgemeinen hier diese weiße Straße fahren nach Scheiman. Und ja, ihr seht es da, wo es gekreuzt ist, werden wir lang fahren. Hier ist der Sorkul Nationalpark. Das ist die Permit, die wir uns heute noch gekauft haben. Da braucht man noch so eine extra Bescheinigung, dass man da rein darf. Dann geht es weiter hier bis nach, wie heißt es da, Kargusch oder sowas, glaube ich. Und das ist dann die gelbe Straße durchs Vakantal. Quasi immer an der afghanischen Grenze entlang. Aber gut, das werden wir dann alles nochmal zeigen. Also auf jeden Fall für die nächsten Tage ist jetzt diese Route hier geplant. Wirklich komplett durch die Wildnis. Wir sind mal echt gespannt, was uns da erwartet. Auf jeden Fall viel Schotterpiste, vielleicht auch gar keine Wege und mit Sicherheit atemberaubende Natur. Wir sind hier ziemlich allein auf unserem Weg. Nur Berge, Sonne und ab und an diese Wirbel, die sich so bilden.
fertig gefahren für heute wieder. Gut 50 Kilometer gemacht oder so. Wir werden morgen dann wahrscheinlich in Chiang Mai ankommen. Es ist ja, knappe 60 Kilometer von hier. Da wollen wir uns dann ein Hostel nehmen und ja, vielleicht mal eine Dusche nehmen. Ein bisschen entspannen vielleicht. Mal gucken. Bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wird auch ein super kleines Dorf sein. Wahrscheinlich ja, kaum Touristen da sein. Also jetzt auch heute auf der Strecke. Ein paar Autos haben wir irgendwie gesehen, aber echt nicht viel los. Ist richtig, richtig schön. Die ganzen Berge hier drumherum. Es ist so unglaublich, diese epischen Aussichten, sage ich mal, die man hier hat. Ein Berg irgendwie höher als der andere und wir sind jetzt schon auf knapp 4000 Meter. Es sind hier teilweise echt irgendwie 7000 Meter hohe Berge. Richtig abgefahren. Dann fahren wir jetzt den ganzen Tag an diesem schönen Fluss entlang. Bauen jetzt hier im Hintergrund, Olga fängt schon ein bisschen an, unser Zelt hier auf, direkt an dem See. Mit einem Hammerausblick auf die Berge. Ist richtig toll, also Tadschikistan gefällt mir oder uns, Olga auch, bisher richtig, richtig gut. Bringt richtig Bock hier zu fahren. Perfektes Wetter, hammergeil, nette Leute, viele nette Leute schon getroffen. Da habe ich gar nicht so viel von gefilmt, mal gucken, kommt bestimmt noch. Ist einfach genial, richtig cool. Die warme Quelle gefunden. Wird ordentlich Wäsche gewaschen. Und Olga ist auch da und wäscht auch. Hallo. Hallo. An dieser Stelle müssen wir was ergänzen. Und zwar, nachdem wir in Chiang Mai eingekauft haben und Wäsche gewaschen haben, sind wir weitergefahren und nach 10 Kilometern hat auf uns ein Checkpoint gewartet. Genau, also hinter Chiang Mai ist ja ein Militär-Checkpoint und den wollten wir quasi passieren, damit wir von dort aus richtig in die Wildnis fahren konnten. Aber ja, leider wurden wir da nicht durchgelassen. Also wir haben mit den Militärs und mit den Offizieren und mit den, weiß ich nicht, mit den wichtigen Leuten da irgendwie hin und her diskutiert, halt auf Russisch. Und ich glaube, eine Stunde lang oder so haben wir echt mit denen geredet und uns ja, erklärt, was wir vorhaben und irgendwie auch Karten gezeigt, dass der Weg da nun hinführt und dass wir theoretisch auch woanders lang fahren könnten und auch genau an der gleichen Stelle wieder rauskommen würden, wenn wir jetzt um diesen Checkpoint rumfahren würden, was halt mit einem 100 Kilometer Umweg oder sowas machbar gewesen wäre. Haben ihm alles erklärt, aber nee, er hat uns nicht durchgelassen und ja, dann mussten wir leider zurückfahren und ja, so ein kleines Stückchen zurückgefahren. Und dann haben wir einen kleinen Mittag gemacht und uns die weiteren Optionen überlegt. Genau, und da geht es jetzt weiter. Jetzt haben wir Mittagspause gemacht und uns genau die Optionen überlegt, die wir jetzt haben. Eine wäre, uns durch die Berge irgendwie zu schleichen und vielleicht da eingefroren in 500 Jahren gefunden werden. Also wir haben halt irgendwie noch so alte russische Militärkarten von vor 40 Jahren. Die stimmen eigentlich auch noch, aber da ist halt irgendwie so ein Weg noch durch die Berge über so einen Pass irgendwie. Das hatten wir uns gestern schon angeguckt und das sah nicht so aus, als wenn der Weg da noch wäre. Von daher wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu sehr abenteuerlich. Genau, Option 2 wäre natürlich mit dem Fahrrad einfach zurückzufahren und zurück in so eine Stadt, Taktamish. Da wo wir gestern waren? Da wo wir gestern Mittag gemacht haben und ab da eine andere Straße zu nehmen. Sind von hier ungefähr 50 Kilometer quasi die gleiche Straße zu fahren. Und Option 3 wäre auch die gleiche Straße zu fahren nach Taktamish, aber nicht mit dem Fahrrad, sondern uns fahren lassen und da ein Gästehaus zu nehmen, was gestern nicht geklappt hat. Ja. Und wir haben das jetzt überlegt, diskutiert. Natürlich, die erste Option war sehr, sehr, sehr lang im Rennen. Und haben uns für etwa
entspanntere Variante entschieden. Ist auch nicht so einfach, mit dem Auto zu fahren. Aber es scheint gut zu funktionieren. Das Gepäck ist schon drin, die Fahrräder jetzt sind oben drauf. Guten Abend. Hallo, der Fahrt überlebt. Genau, wir sind in Toktamisch angekommen. Da wo wir gestern Mittag, glaube ich, irgendwie waren, eingekauft haben. Und wir sind jetzt in einem kleinen Gasthaus hier, zahlen 10 Euro die Nacht. Also, was heißt Gasthaus? Also, es ist ein Privathaus, ist das so ein Homestay. Ja, aber wir haben hier irgendwie ein ganz nettes Zimmer. So Sachen sind da, Fahrräder stehen auch da vorne drin. Schöne Küche irgendwie, wo wir uns was zu essen machen können. Jo, sehr schön. So, frisch geduscht. Auf tadschikische Dorflebensart und Weise, oder wie soll ich das sagen? Ziemlich abgefahren. Hier ist das Badezimmer. Hier habe ich jetzt gerade eben geduscht. Ein Eimer mit heißem Wasser, ein Stück Seife, so hier so eine Kelle, wo man sich das Wasser rausnehmen kann. Und hier stand ich eben drin. Ist für mich oder für uns jetzt natürlich irgendwie hier Abenteuer pur, was weiß ich. Aber man muss sich das mal vorstellen, für die Leute hier ist das ganz normaler Alltag. Das ist echt ganz schön abgefahren. Die Männer haben ja jetzt gerade noch probiert, Licht zu organisieren. Eine Glühbirne. Das haben die hier normalerweise nicht. Oder zu besonderen Anlässen. Auf jeden Fall haben die jetzt eine Autobatterie und eine Lampe. Und ich glaube, es funktioniert jetzt. Also wenn es nachher dunkel wird, werden wir hier eine Lampe haben. Und das ist was Besonderes. Das ist echt abgefahren, wie die Leute hier leben. So einfach. Krass. Licht. Na? Krass, oder? Ja, Krass, oder? Das ist echt was Besonderes. das ist richtig was Besonderes. Baden war auch ganz gut. Ja, habe ich eben schon So gefilmt. Ich riesige habe es gefilmt eben. Badewanne irgendwie so mäßig bekommen. Man hat sich da hingesetzt und das Wasser war so gut warm. Hat sich so gegossen. War schon gut, ne? Ja, ich hab's nicht vertraut. Ich weiß, das was zu Ende war. Oh. So, wir haben ausgeschlafen. Schon gefrühstückt. Gab einen fetten Teller Reis mit Rosinen. Tee. Das Ganze hier natürlich auf so einer, ja, ohne Tisch einfach, auf so einem, Decke. auf so einer Decke. Oh Gott, das ist irgendwie doch noch ein bisschen früh, oder? Na genau, und jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Karte. Mal gucken, ob ich das jetzt hinbekomme. Da ist Murgab, da sind wir vor ein paar Tagen losgefahren. Und gestern waren wir hier unten in Schaimak. Und hier Kyzyl Rabat. Da war ungefähr der Checkpoint. Dabei sind wir gestern nicht durchgelassen worden. Sind wir zurück nach Schaimak gefahren. Von da haben wir uns ein Taxi genommen. Zurück nach Toktamisch. Und von da aus werden wir nun hier diese gestrichelte Linie, diesen gestrichelten Weg nach Cestebe fahren. Und dann unten hierhin zum Kyzyl Rabat Pass. Ja, also ein kleiner Umweg, aber im Endeffekt genau da, wo wir sowieso auch sonst lang gefahren wären, wenn wir da unten durch den Checkpoint durchgefahren wären. Also hier geht es dann hin. Normalerweise wären wir halt diese Straße gefahren, dahin. Jetzt fahren wir hier von Toktamisch, Cestebe und dann dahin. Und dann geht es hier auf dieser Straße weiter Richtung. So cool.
in der Nähe von Čestebe, wo wir jetzt hinfahren, gibt es warme Quellen. Und jetzt checke ich so einen See aus, ob das so eine warme Quelle ist. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Hier ist überall noch Salz. Aber es ist kalt. Es ist kalt. Kalt! Es sind noch ein paar Kilometer jetzt bis Čestebe. 5 oder sowas. Und ja, hier werden die Wege zu Klüssen. Mal schauen, ob wir jetzt gleich den Schlauchboot rausholen sollen und uns ins Schlauchboot packen und dann runterpaddeln. So, wir haben 2 kleine Bäche jetzt überqueren können. Aber jetzt haben wir noch ein etwas größeres Problem. Den Kollegen hier. Und es gibt hier so eine Brücke. Verdammt. Ich weiß echt nicht, wie wir die Räder darüber bekommen wollen. Wir sind hier auch keine Straßen. Also das Ding hier ist irgendwie als super Autobrücke bei Maps.me eingezeichnet. Ja. Und da hinten wollen wir dann irgendwie weiter. Aber da sind irgendwie auch keine Straßen bzw. ein Weg zu sehen. Sehr gut. Juhu! Haben alle geschafft! Boah, das war ein Act. Da. Geil. Jo, geschafft. Und fällt euch hier was auf? Unser schönes Rausgefahren-Schild ist weg. Müssen wir irgendwie in Čestebe irgendwo verloren haben. Wir haben eben Fotos geguckt. Vor der Stadt hatten wir es noch. Bei der Brücke hatten wir es schon nicht mehr. Muss irgendwo, ja, irgendwo da auf dem Weg abgefallen sein. Na, müssen wir uns irgendwie Neues organisieren. Genau, das ist die Zeit für rausgefahren Schild 2. Na, auf zu neuen Abenteuern. Genau, Wildnis Tag 1. Da hinten geht's hin. Mal gucken, was da auf uns wartet. Noch ein Geweih. Die liegen hier überall. Und zwar sind das Geweihe von Marco Polo Schafen. Die leben hier in der Wildnis. Und wir hoffen, dass wir auch noch mal lebendige sehen. Boah, hier ist echt nix. Mitten in der Wildnis. Das ist echt abgefahren. Die Straße ist nur eine Spur. Das ist die Straße. Geht irgendwo ins Nirgendwo. Echt abgefahren. Hammer.
Da hinten die Berge, die weißen, gehören schon zu Afghanistan. Sind jetzt ungefähr 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Fahren noch ungefähr 10 Kilometer in die Richtung, Richtung Süden. Und dann fahren wir Richtung Westen, also von hier aus nach rechts über den nächsten Pass. Wir sind ein bisschen irgendwie vom Weg abgekommen, aber finden wir gleich bestimmt wieder. Aber dafür haben wir hier einen kleinen Bach gefunden mit bestem Trinkwasser. Da füllen wir jetzt erstmal unsere Vorräte auf und dann finden wir den Weg auch bestimmt schon wieder. So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht. Also da sind die Berge, da sind die Berge, wir müssen in die Richtung. Also verirren kann man sich hier eigentlich nicht. Wir sind an der Kreuzung angekommen. Also hier vorne, wo wir lang fahren, geht es jetzt zum Kyzyl-Rabot-Pass. Das sind ungefähr 3 Kilometer. Der ist auf ungefähr 4.500 Metern. Und hier links, sieht man es? Ja, ein bisschen. Die Straße geht zum Kyzyl-Rabot-Checkpoint. Das ist der Checkpoint, wo wir vor 2 Tagen standen und nicht durchgelassen wurden. Allerdings sind wir nun quasi auf der anderen Seite. So, geschafft für heute. Da unten ist der See. Der Aydin Kul heißt der. Hier bauen wir jetzt unser Zelt auf. Olga geht gerade noch ein Stückchen nach unten und holt Wasser. Da vorne ist eine kleine Quelle. Ich baue jetzt gleich das Zelt auf. Und boah, zieht euch mal diesen Ausblick rein. Boah, sieht das genial aus. Ja, in die Richtung geht es morgen irgendwie weiter. So, Olga ist fleißig am Kochen. Was gibt es? Buchweizen. Buchweizen gibt es halt schon den ganzen Tag. Gab es zum Frühstück mit Rosinen. Genau. Zum Mittag das von gestern irgendwie mit Karotten und Zwiebeln. Genau. Und heute mit heute Abend und Erbsen. Curryerbsen und Zwiebeln, ne? Genau. Sehr gut. Dazu, was sagen unsere Lembas-Brot-Vorräte? Genau, und dann so ein bisschen. Haben wir das hier? Ja. Das Brot, was wir gestern in dem Dorf vergart haben, was schon irgendwie 2 Tage alt war. Noch die Reste. Also wir finden, genauso schmeckt und muss Lembas Brot aussehen. Wenn ihr wisst, woher Lembas Brot kommt, dann schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Bin gespannt, wir sind gespannt. Unser Abendessen ist fertig. Wir sind im Zelt, haben eine Lampe aufgehängt. Geil, jetzt gibt's Essen. Sehr gut. Buchweizencurry mit Erbsen. Sehr schön. Für die
Tage, wo wir jetzt auf über 4000 Meter Höhen sind, haben wir uns jetzt kiloweise Buchweizen gekauft, weil es geht relativ schnell und nehmen nicht so viel Platz wie zum Beispiel Nudeln, die hier auch nicht so richtig gut schmecken. Ja. Genau. Also genau, wir sind auf 4300 Meter jetzt, das ist der höchste Campingspot. Dementsprechend, es hat ein bisschen länger gedauert, das zu kochen. Also vielleicht schon fast sogar doppelt so lange, oder? Ja, es dauert echt länger dann. Einmal Wasser abfüllen. In den Bach hier. Gibt es ein kleines Problem? Hallo, ist jemand da? Ist eingefroren. 0,5 Zentimeter Eisschicht. Boah, im August. Im August. Getan. Willkommen in Tatigombes! Da sind wir 2 Tage hingestrebt. Mal schauen. Also für mich hört sich Jati-Gumbes original so an wie irgendeine Stadt oder irgendein Planet aus Star Wars. So, hier gibt es noch eine heiße Quelle. Hier. Und es ist wirklich richtig heiß, das Wasser ist 75 Grad heiß. Es fließt hier. So ein kleines Häuschen. Da kann man seine Wäsche machen, wenn man möchte. Und man kann wohl auch irgendwie noch baden. In einem anderen Haus. Da geht hier das Rohr, da geht das Wasser durch und da soll man vielleicht irgendwie noch baden können. Gucken wir uns an. Boah, so schaut's aus. Das ist eine riesige, fette Badewanne. Das Wasser ist richtig genial warm. Ist, keine Ahnung, so 35, 40 Grad oder so. Sehr angenehm, ja. Perfekte Temperatur. Oh, es ist so geil. Das ist so ein Traum gerade. Boah, wir sind seit... Wann hatten wir irgendwie die letzte Dusche, das letzte richtige Bad? Ach ja, in Toktamisch. Aber gut, das war irgendwie auch nur diese komische Badewanne da, die ich euch gezeigt habe. Jetzt haben wir hier so einen fetten Swimmingpool. Ja, richtig geil. Das ist so ein Traum. Boah. Das ist so geil. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Wir wussten, dass hier eine heiße Quelle ist, aber dass hier sowas ist, einfach geil. Hammer. Boah, wir chillen hier jetzt ein bisschen, ne? Mal gucken, ob wir danach weiterkommen. Das war so gut. Der absolute Oberhammer. Das war so geil.
Jati Gambes. Wieder in nirgendwo. Ja, Kostet nichts. mitten im Nirgendwo, kostet nichts. Wir haben eben schon gesagt, irgendwie, wenn das Ding hier irgendwie in Deutschland, Österreich oder so irgendwo in den Bergen wäre, es wäre so dermaßen überlaufen. Und hier, ja, kaum Touristen da, kostenlos. Das war richtig, richtig geil. Wir fahren jetzt irgendwie noch ein kleines Stückchen aus dem Dorf raus, gucken, wie weit wir kommen, schlagen wir Zelt auf und ich denke mal, wir sehen uns morgen wieder.